Ein hochrangiger Offizier der SS bricht nach Jahrzehnten sein Schweigen. Was er berichtet, lässt die Geschichte des Zweiten Weltkrieges in einem neuen Licht erscheinen. Er berichtet von riesigen Absetzbewegungen deutscher U-Boote nach Süden, kurz vor Kriegsende. Mit an Bord waren die wichtigsten deutschen Wissenschaftler, Ingenieure und Personen aus Politik und Geheimdiensten. Zudem Konstruktionspläne und Hoch- und Höchsttechnologie. Ihr Ziel war die abgelegenste Region unserer Erde, die Antarktis. Neuschwabenland wird diese von Deutschland erschlossene Region genannt. Hierher wurde die Hoch- und Höchsttechnologie verlagert. Er berichtet von letzten Gefechten, die siegreich mit neuesten Waffensystemen geschlagen wurden. Von Flugapparaturen mit nie dagewesenen Flugeigenschaften und geheimen Basen tief unter der Erde. Dieser Mann war kein geringerer als ein enger Vertrauter vom Reichsführer SS, Heinrich Himmler. Sollte nur ein Funken Wahrheit in seinem Bericht stecken, so muss die Geschichte des Zweiten Weltkrieges neu geschrieben werden. Die Absetzbewegung in die Antarktis zur Basis 211 Neuschwabenland. Was denken Sie, was die Führung mit Ihnen vorhat? Wir dürfen vorab schon gratulieren. Sie werden vollumfänglich mit Ihrer neuen Verwendung zufrieden sein. Versprochen. Jetzt zum Kern unserer Aufgabe. Wir sind für den Nachrichtendienst in einer Art diplomatischen Auftrag entsandt worden. Die beiden Herren Offiziere haben einen technischen Rang und werden von uns in Südamerika mit weiteren Akteuren, die im Hintergrund agieren, zusammengeführt. Sie haben dort eine Art Aufgabe, technische Angelegenheiten zu erörtern. Sie werden vor Ort umfangreich eingewiesen. Wir haben Pässe, Zivilkleidung und Geld verschiedenster Währungen dabei und werden jedem seinem Teil aushändigen. Wir treffen uns vor Ort mit Kontaktleuten unserer Organisation. Alles Weitere wird kurzfristig bekannt gegeben, zu entsprechender Zeit. Ach so, wichtig. Sind Sie gewollt, diesen Auftrag mit all seinen Gefahren tapfer und treu auszuführen, egal welche Konsequenzen Sie erwartet? Alle gucken sich an, auch der Kommandant, der schon ahnt, was gleich folgt. Die beiden Offiziere sagen wie aus einem Munde, jawohl. Gut, nichts anderes erwartet. Hier haben Sie eine Dose. Der Inhalt ist eine Kapsel mit einem hochwirksamen Nervengift, der binnen von Sekunden zum Tode durch Erlahmung der Atmung führt. Bei Gefangennahme oder drohender Gefangennahme sind diese Kapseln zwischen die Schneidezähne zu legen, ein fester Biss und dann wartet der Heldentod bereits. Verstanden, meine Herren? Jawohl, knallte es zornig zurück. Sie werden uns mit Ihrem Boot an die Küste bringen. Dort steigen wir aus und sind dann weg. Jeder Kontakt wird dann enden. Unsere Uniform müssen Sie vernichten. Niemand darf unsere Anwesenheit auf Ihrem Boot erfahren. Dann werden Sie sich mit einem Versorgungs-U-Boot treffen. Die Milchkuh wird Sie fit machen und Sie haben alle weiteren Abläufe in den Umschlägen. Die Position, an der die jeweiligen Umschläge zu öffnen sind vermerkt. Diese müssen Sie mit Ihrem Leben bewachen. Bei Gefangennahme sind diese zu verbrennen. Sofort und ohne zu zögern. Die Offiziere sind sich einig und jeder kennt seine Aufgabe. Das Boot läuft unaufhörlich Richtung Südamerika. Es geht spannend weiter. Die Offiziere gehen von Bord und treffen sich mit Kontaktpersonen der Organisation auf dem fremden Kontinent. Eine gefährliche Operation steht vor den Männern. Nachdem das U-Boot die 3 Offiziere vor der Küste abgesetzt hatte, hatte es strikte Anweisung zum Punkt 211, also die heute unter dem Namen Basis 211 bekannte Station in der Antarktis, zurückzukehren. Vorher sollte es ein Versorgungs-U-Boot treffen, um weiteren Proviant aufzunehmen. Das U-Boot, ausgerüstet mit der modernsten deutschen Technologie, erhielt einen neuen, unerwarteten Auftrag. Es sollte sich mit einem weiteren deutschen U-Boot treffen, das durch einen technischen Defekt nicht in der Lage war, die Basis 211 zu erreichen. Die beiden Boote trafen sich. Die leitenden Ingenieure versuchten mit ihren Technikern, das beschädigte Boot instand zu setzen. Doch die Schäden waren zu groß, als hätte man sie vor Ort beheben können. Die Kommandanten entschlossen sich, das Oberkommando über den misslungenen Versuch, das Boot klarzumachen, zu informieren. Die Boote sollten an Ort und Stelle warten, gut abgesichert aus der Luft durch V7-Flugkreise. Fast einen Tag dauerte es, dann erhalten die Kommandanten Order. Das beschädigte Boot sei aufzugeben, sämtliche geheime technischen Anlagen auszubauen, auf das andere Boot zu verbringen, das streng geheime Bordgeschütz sei zu demontieren und wenn möglich auch zu verladen, ansonsten zu zerstören und an unbekannter Position zu versenken. Die Stelle sollte ausreichend Tiefe besitzen und eine technische Anleitung zur Vernichtung wurde übermittelt. Alle geheimen Unterlagen mit Seekarten sind ebenfalls auf das andere Boot zu verbringen. Dann schauten sich die beiden Kommandanten an. Dieser Befehl sollte sie vor große Probleme stellen. Die Alliierten hatten bereits die Anwesenheit von deutschen U-Booten bemerkt. Sie waren alarmiert. Zu groß war das Risiko, dass man nach ihnen sucht.
Eine ausgeklügelte Ablenkung mit einer gut durchdachten Legende hatte der Nachrichtendienst in der Hinterhand, mit deutscher Gründlichkeit erarbeitet, um dem Gegner erneut eine falsche Fährte zu legen. Das Boot sollte an die argentinischen Behörden übergeben werden, wohl wissend, dass alle Männer in Gefangenschaft geraten, ihnen Kriegsverbrechen vorgeworfen werden und sie unter Einsatz von Folter verhört werden würden. Der Kommandant hatte die Aufgabe, die Besatzung zu selektieren, nach Familienstand, Einweihung in geheimste Vorgänge und psychischer Stabilität. Denn der Großteil der Besatzung sollte sich ergeben und nur die wichtigsten Männer sollten auf das andere Boot umsteigen. Das Boot hatte wesentlich mehr Besatzung an Bord als normalerweise üblich, da auch technisches Personal mitreiste. Die Auswahl fiel dem Kommandanten schwer, denn auch ihm war die wichtige Aufgabe zuteil, das Boot zu übergeben, da er selbst so wichtig war, um in Gefangenschaft zu geraten. Ein neuer Kommandant wurde eingesetzt. Er hatte die Aufgabe, das Tagebuch zu fälschen und die alliierten Geheimdienste zu täuschen. Dazu wurde eine mitgelieferte Legende einstudiert, von der der neue Kommandant keine Abweichung machen durfte. Dass der neue Kommandant wenig Informationen erhielt und auch gerne zurück nach Deutschland wollte, war diese List für alle Beteiligten die beste. Nach Beratschlagung mit seinem engsten Führungsoffizieren stand die Auswahl fest. Jetzt stand alles bereit. Der Besatzung, die nur wenig Kenntnis von ihrem eigentlichen Auftrag hatte, wurde gesagt, dass wenige Kameraden jetzt auf das andere U-Boot umsteigen, um woanders zu kapitulieren, um die Alliierten zu verwirren. Da die meisten Soldaten sowieso keinerlei Ausweise besaßen, da viele von ihnen vor Auslaufen als gefallen gemeldet wurden und noch in Norwegen ein Austausch stattgefunden hat, war die Sorge gering, dass man der Legende auf die Spur kommt. Der eigentliche Kommandant setzte mit dem booteigenen kleinen Beiboot über. Ein fataler Fehler, da man nach Kapitulation den Verlust des Beibootes feststellen und der Kommandant keine Erklärung dafür fand. Diese Nachlässigkeit beruhte darauf, dass man die Offiziere bereits zuvor mit einem Boot ausgesetzt hatte, welches unweigerlich verloren und dessen Verlust nicht zu kompensieren war. Die beiden U-Boote verabschiedeten sich ein letztes Mal mit militärischen Ehren im Dienste der deutschen Kriegsmarine. Dann lösten sich die U-Boote, das eine mit direktem Kurs in die Antarktis, das andere Boot Richtung Argentinien, Mar del Plata, wo es sich zu ergeben hatte. Eine ungewisse Zukunft lag vor den sichtlich demoralisierten U-Boot-Fahrern. Das beschädigte U-Boot erreichte den Hafen von Mar del Plata. Dort verlief alles, wie von den Nachrichtendiensten geplant wurde. Der Kommandant und seine gesamte Mannschaft sagten das Gleiche aus. Das fiel nicht schwer, da der Großteil der Geschichte stimmte. Die Alliierten hatten keine Ahnung, was diese wenigen Soldaten wirklich für einen Auftrag hatten. Der Kommandant wich nicht von seiner Legende ab, doch schnell kamen die Geheimdienste der Legende auf die Spur. Somit sagte die Besatzung aus, dass das Geschütz im Meer versenkt wurde. Der Kapitän allerdings gab zu Protokoll, dass es bereits vor Auslaufen demontiert worden wäre. Auch den Verlust seines Beibootes konnte er nicht erklären. Sollte dieser grobe Fehler zum Auffliegen der Operation führen? Die Sowjets mischten sich ein und behaupteten, dass Hitler mit Eva Braun auf dem Boot war und es mit dem Beiboot verlassen haben, um im Südamerika unterzutauchen, obwohl die Sowjets der Weltöffentlichkeit den Tod Hitlers bestätigten und Beweise vorlegten. Auch die US-Amerikaner suchten jetzt mit Hochdruck, was zur Folge hatte, dass die deutschen Agenten in Südamerika ein erhöhtes Risiko hatten. Die 3 zuvor abgesetzten Offiziere schafften es, ihren Auftrag zu erfüllen. Sie wurden mit weiteren deutschen Soldaten in ein gigantisches Höhlensystem gebracht. Dort wurden sie von einem hochrangigen deutschen Offizier der Luftwaffe empfangen. Dieser Mann war der Chef des sogenannten Andenstützpunktes. Zuvor war der deutsche Offizier der Geheimwaffenrüstung im Reich unterstellt. Meine Herren, ich freue mich, Sie hier zu begrüßen. Herzlich willkommen auf unserem Stützpunkt. Ich entschuldige mich für die beschwerliche Reise, doch in Anbetracht der alliierten Vorgehensweise war es nicht möglich, Sie über den Luftweg zu uns zu holen. Sie alle wurden für besondere Aufgaben der höchsten Wichtigkeit von Punkt 211 befohlen. Da der Luftraum streng überwacht wird, weil die US-Amerikaner Lunte gerochen haben, ist es zurzeit nicht möglich, Luftverlegungen durchzuführen, um unseren Punkt nicht zu verraten. Aktuell melden unsere Geheimdienste aus den USA, dass die US-Marine einen Angriff in der Antarktis plane. Die Abwehrmaßnahmen sind bereits ergriffen, die neuesten Technologien stehen bereit, um den Yanks einen gebührenden Empfang zu bereiten. Die 3 Offiziere sind erschrocken. Wie ist das möglich? Der Verrat in unseren Reihen war sehr weit fortgeschritten und einige Offiziere haben geplaudert, um dem Tod zu entkommen. Doch die Infos waren nicht sonderlich präzise, da wir sehr vorsichtig waren, genaue Abläufe und Orte zu nennen.
Unsere Punkte in der Arktis wurden erst nach Abzug von den Amerikanern gefunden. So groß war die Sorge, dass wir sie hätten schlagen können, und erst nach Bestätigung unseres Abzuges suchte man nach unseren Basen. Man fand wieder nur das, was wir sie finden lassen wollten. »Wo sind wir denn hier und was ist das?« fragte ein Offizier neugierig. »Nun ja, ich werde es Ihnen grob erklären. Schon vor längerer Zeit fanden unsere Wissenschaftler, beruhend auf Aussagen von Eingeborenen, gigantische Höhlensysteme. Die einstige Legende erwies sich als wahr, jedoch wurde es nie öffentlich, da unsere Führung eine Ausweichmöglichkeit benötigte, falls der Krieg in Europa verloren werden sollte. Die Weitsicht der Führung sollte sich bezahlt gemacht haben. Diese Höhlensysteme wurden ausgebaut, und ein kleiner Kreis der Waffentechnik der Schutzstaffel bezog hier eine Stellung. Im Groben verfeinern wir hier modernste Technologie, die noch kein Mensch zuvor gesehen hat. Zurzeit haben wir noch die Herausforderung, die Energieversorgung aufrechtzuerhalten. Doch demnächst geht ein thermisches Kraftwerk in Betrieb und wir können dann alle Anlagen in Volllast fahren. Wie groß ist das Höhlensystem? Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber es soll sich unter weiten Teilen der Anden erstrecken. Wir sind damit beschäftigt, diesen Teil auszubauen. Bemühungen mit der vollständigen Erforschung übersteigt unsere Möglichkeiten. Was werden unsere Aufgaben sein, will einer der Hauptleute wissen. Aktuell haben sie eine höhere Aufgabe zu einem späteren Zeitpunkt und bis dahin werden sie hier im Nachrichtenwesen eingesetzt. Jawohl, knallten die 3 Offiziere dem Chef entgegen. Da die Alliierten bereits viele Spezialisten von uns erbeutet haben, wie zum Beispiel Raketentechniker und Kernphysiker, ist es für uns nur schwierig, diese Verluste aufzufangen. Sie werden daher Aufgaben erhalten, wo sie bisheriges Wissen einbringen können. Es geht spannend weiter. Die Offiziere erhalten ihre vorläufigen Befehle und lernen diese geheime Station, den Punkt Süd, näher kennen.